Willkommen hier zurück zu Teil 5 meiner TED-Reise. Ja, und man kann hier schon sehen, es hat leider die Nacht doch geregnet. Ich hatte ja erst meinen Tarp überhaupt nicht aufgebaut. Und was soll ich euch sagen, mitten in der Nacht hat es angefangen zu regnen und ich musste schnell aus meiner Hängematte raussprinten und dann nachts das Tarp aufbauen. Gott sei Dank habe ich es einigermaßen hinbekommen und bin komplett trocken geblieben. Der Robert muss ja leider heute wieder nach Hause, ist ein bisschen schade. Er muss halt sehr, sehr zeitig aufbrechen, hat es eilig und fährt jetzt hier erstmal runter den schlammigen Weg. Das Problem ist, wir sind natürlich hier in einem komplett abgelegenen Waldstück, was gestern schon total feucht war. Und durch den Regen in der Nacht sind die Wege natürlich hier noch weiter aufgeweicht. So, mach's gut. Dann gute Reise. Danke sehr. Ja, Robert testet jetzt hier mal den Weg, also nicht den gleichen Weg, den wir gestern hier in an diesen Lagerplatz gefahren sind von gestern, sondern wir probieren einen anderen Weg aus. Und der sieht zumindest in der Theorie etwas vielversprechender aus und geht direkt wieder auf den TED. Okay, das schafft er schon. Abgestürzt. So, auf geht's. Schauen wir mal hier, aus dem Modder rauszukommen. Ja, ich und Marvin, wir haben jetzt unsere Sachen zusammengepackt und starten ebenfalls den gleichen Weg, wie der Robert gefahren ist. Boah. Okay. Okay. So, Freunde der Nacht. Boah, Junge. Ist das matschig. Und hoch. Mädchen, komm. Boah. Wie erwartet ist es zunächst ziemlich mühsam, sich hier durch den Schlamm zu kämpfen. Hier, Seite wechseln. Und gerade morgens, wenn man noch nicht wirklich richtig wach ist. Kurze Pause. Ja, wenn man morgens noch nicht warm ist. Okay. Okay. Komm, Baby. Hey, yeah. Komm, nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben, Mädchen. Nicht stehen bleiben. Ja. Sehr schön. Ja. Ich glaube, das Schlimmste haben wir hinter uns. Jo. Der Regen ist echt übel. Haben eigentlich gedacht, dass es aufgehört hat. Nicht mehr regnet. Es hat jetzt noch mal mehrere Stunden die Nacht geregnet. Ha. Da sind wir wieder auf dem TED. Eieieiei. Lustig, lustig. Entspannt. Da ist echt Matsch überall. Okay. Das Dumme ist echt, wenn man morgens noch nicht warm ist und hat direkt hier schon solche Knallerdinger. Okay, das ist halt die Frage. Na komm, wir fahren genau in der Mitte durch. Das ist besser als rumzurödeln. Okay. Boah. Boah. Definitiv ist man direkt wach. Was für ein Acker. Okay. Welche Spur nehmen wir denn? Die hier? Okay, ich bin im Modder. Wenig Kupplung. Ja, ganz ruhig. Ganz ruhig. Natürlich. Warte mal, da fahre ich nicht lang. Ich fahre da lang. Da fahre ich nicht lang.
Okay. Let's go. Junge. Ja. Jetzt raus aus diesem Waldstück hier. Das ist vielleicht etwas trockener. Okay. Das ist auch so ein Modder hier. Wo fahren wir hier durch? Ich würde mal sagen, durch die Mitte. Ab durch die Mitte. Jappa. Eieiei. Gott sei Dank. Da umfahren wir doch den Modder. Okay. Ja. Oh. Eieiei. Hier haben sich ordentlich. Ah ja. Interessant. So, dann umfahren wir mal diese Stelle. Das ist die beste Aktion. Ja. Hier geht's, glaube ich, lang. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Gucken eben. Und schwuppdiwupp. Ja, das war's. Sehr schön. Es ist eine ganz andere Hausnummer hier, wenn es hier geregnet hat. Es ist nochmal ein ganz anderes Level. In Trockenheit ist das ganz vergleichsweise entspannt. Aber im Regen, wenn es jetzt nochmal ordentlich nachgelegt hat, wir sind jetzt aus dem Waldstück raus. Das war schon relativ tricky an einigen Stellen. Und jetzt sind wir hier schön wieder auf der freien Fläche. Ah, ist das herrlich hier. Also landschaftlich muss man schon sagen, unglaublich abwechslungsreich. Herrlich. Ah, riecht gut. Wunderbar. Diese kleinen französischen Dörfer sind mega cool. Herrlich. Ach ja. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, wo wir hier sind. Irgendwo ziemlich genau in der Mitte. So, der Robert ist ja schon nach Hause gefahren. Das habt ihr ja sicher schon mitbekommen. Der musste leider heute früh relativ schnell los, weil er nach Hause muss. Der hat irgendwie noch gut 500 Kilometer bis nach Hause. Und ich fahre jetzt mit dem Marvin weiter. Marvin hat ja vor, die Sektion 13 bis ganz zum Ende zu fahren. Richtung Basel. Und irgendwann kommt dann ein Kreuzungspunkt, wo ich dann weiter nach Süden fahre und der Marvin nach Südosten. Ich schätze mal, das sind ungefähr 100 Kilometer bis zum Kreuzungspunkt oder etwas mehr sogar noch. Der Weg schlängelt sich hier an einem kleinen Fluss. Richtig schön durch die Wälder, durch kleine Ortschaften. Sehr, sehr schön. Gerade sind wir an einem Kloster vorbeigekommen. Herrlich. Wunderbar. Ja, es hatten wir ja relativ viel Straße, aber auch sehr schön hier. Durch kleine Ortschaften. Jetzt sind wir wieder hier auf einem etwas freierem Feld.
Warm ist es noch nicht wirklich. Ich glaube, es wird die nächsten Tage nicht besonders warm. Der Wetterbericht hat sich nochmal wieder ein bisschen korrigiert. Überhaupt ist der Wetterbericht natürlich komplett unzuverlässig. Ja, aber solange das so ist, ist das wunderbar. Was man hier nochmal sagen kann, ist, ihr habt es ja gemerkt, wir sind heute an Tag 5 dieser Reise und immer noch auf der Sektion 13. Und selbst am Kreuzungspunkt sind das halt immer noch einige 100 Kilometer bis zum Ende Richtung Basel. Also unterschätzt die Länge nicht und plant tatsächlich nicht so viele Kilometer ein. Also ich sag mal, hier in der Gegend habe ich ja bereits in einer der letzten Episoden schon erwähnt, ungefähr 150 Kilometer Tagesetappen mehr kann ich euch einfach nicht ans Herz legen, dass ihr die einplant. Man muss sich wirklich jeden Tag wieder ein bisschen neu eingrooven, wenn man noch so ein bisschen die Starre in den Knochen hat. Alles ist noch so ein bisschen klamm und feucht durch die Luftfeuchtigkeit über Nacht. Muss man erstmal so ein bisschen locker werden in den Knien, in den Armen. Im Laufe des Tages wird es dann besser. Hier wird es wieder etwas schlammig. Lieber erstmal im Sitzen ein bisschen rantasten. Keine Lust auf irgendeine Aktion. Immer ruhig. Ja. Okay. Schöne Sonnenblumenfelder. Okay. Hier kommen wieder unsere guten Freunde, die Spurrillen zum Tragen. Ich bin immer noch nicht warm. Ei. Schön hier oben. Könnten wir eigentlich mal bald mal einen schönen Rastplatz finden. Für eine kleine Pause. Am besten irgendwo in der Sonne. Okay, das ist schon mal ein Scheißweg. Da. Immer ruhig und entspannt. Keinen unnötigen Stress am frühen Morgen. So, eine kleine Pause jetzt. In der Sonne. Ja. So, auf geht's. Wir haben jetzt erstmal was gegessen, ein bisschen die Knochen aufgewärmt in der Sonne. Und es sind jetzt ungefähr noch 60 Kilometer bis zum Kreuzungspunkt Sektion 13 und 22. Zwischendurch wollen wir noch mal irgendwie gucken, dass wir einen Supermarkt finden. Irgendwas essen. Ja, jetzt fühlt man sich direkt besser. Ich habe eine Salami gegessen, die ich noch hatte. Ein bisschen Wasser getrunken. Ja. Ein kleines Frühstück soll das jetzt erstmal reichen. Oh, hier wird es aber schon ein bisschen vorsichtig. Ich habe hier die beschissene Linie erwischt hier unten. Na, wohl geht. Ach, ja. Ein Bussard. Ui. Einmal nicht aufgepasst. Der letzte Abschnitt jetzt hier, bevor man auf den Kreuzungspunkt kommt, da gibt es relativ viele Straßen, also durch kleine Ortschaften oder jetzt wie hier, durch den Wald. Im Prinzip stört mich das im Moment gar nicht sehr, weil es ist ganz schön auch mal so ein bisschen entspannt hier rum zu cruisen, zumal aktuell halt durch den Schlamm das jetzt nicht so ohne weiteres einfach easy ist. Ne, da lang zu fahren, macht schon Sinn, dass zwischendurch auch mal ein bisschen Asphalt kommt, so dass man sich auch mal ein bisschen entspannen kann. Ein bisschen die Landschaft genießen. Jetzt ist wieder schön warm. Hier spürt man sofort, wenn man hier aufs Feld kommt, rechts ist ein Maisfeld, links Sonnenblumenfelder, spürt sofort diese Wärme, die durchkommt. Wunderbar. Sehr schön hier.
schön hier. Das ist eine Hügellandschaft. Wunderbar. Herrlich. Ach, mega schön. Bevor wir jetzt letztlich unseren Kreuzungspunkt erreicht haben, machen wir noch mal eine kleine Pause, orientieren uns noch mal so ein bisschen um, weil Marvin möchte gern noch mal tanken gehen und ja, ich werde dann auch mit ihm zusammen tanken und dann werden wir die letzten Kilometer noch zusammenfahren, bevor wir uns dann trennen. So, kleine Pause, Cola getrunken. Jetzt fahren wir zur Tankstelle. Dann noch was einkaufen. Und dann sind wir schon bald am Kreuzungspunkt, wo dann der Marvin seiner Wege gehen wird. Ah. Tankstelle. Also, so, wir waren jetzt gerade beim Lidl einkaufen. Also erstmal tanken und kurz noch zum Lidl die Vorräte wieder auffüllen, was zu essen für heute und bis morgen früh und auch ein bisschen noch Trinkwasser. Ich habe jetzt ungefähr noch 3,5 Liter Wasser und noch ja, Cola, Energy Drink und so ein paar andere Sachen. Ja, jetzt machen wir die letzten 20 Kilometer auf der Sektion 13 zusammen und dann wird der Marvin die Sektion 13 weiterfahren und ich fahre Richtung Süden, Richtung Besançon, die 22. Die Sektion 13 geht Richtung Basel. Das heißt, wir fahren jetzt noch ein bisschen zusammen und dann bin ich erstmal alleine unterwegs. Ah, schön. Geht so in den Wald rein. Route Forestière de Moulinet. Okay. Sehr schön. Boah, mein Magen ist noch voll von der Mittagspause. Puh. Ah, das. Ah, wieder richtig im Wald. Ist wieder der richtige Schlamm hier. Ja. Eieiei. Ordentlichst Schlamm, würde ich mal sagen. Schön vorsichtig. Okay. Mal gucken. Ja. Ah, okay. Okay. Müssen wir auf jeden Fall durch die Lücke fahren. Boah. Hey, hey. Boah. Hey, hey, hey. Puh. Direkt mal hier ins Schwitzen. Okay. Ja. Bababab. Junge. Ordentlicher Schlamm. Jo.
Yo, man. Okay, wo fahren wir lang? In, out. Out. Hey. Oh. Ja, super. Wir besser im Wasser lang gefahren. Dumme Aktion. Was lernen wir daraus? Im Wasser hat man mehr Grip als hier auf dem... Oh, scheiße. Auf dem blöden Lehmboden. Okay. Geschafft. Schön, schön. Dann wäre das für Robert wieder gewesen. Ja. Muss ich immer an den denken, wenn ich sowas sehe. Ja, genau. Ja, muss er nochmal zurückkommen. Ja. Alles wieder dreckig. Ja, Kette frisch eingespielt. Gott sei Dank, ne? Aber weißt du, was ich jetzt nochmal festgestellt habe? Man hat besseren Grip, wenn man direkt durchs Wasser fährt, als an diesen Außenrändern. Weil es so schmierig ist, du rutscht hinten weg. Manchmal ist es besser, einfach durchzufahren. Durch das Wasser war es das überhaupt kein Ding. Ja. Nur diese Ränder, vor allem wenn die so leicht abfallen, sind richtig rutschig, ne? Ja, ja. Gleich sind wir am Kreuzungspunkt. Es können eigentlich nur noch 3-4 Kilometer sein, höchstens. Geht's nochmal durch so ein schönes Waldstück. Das hier wäre eigentlich wieder richtig eine tolle Ecke, um einen Lagerplatz zu finden. Aber ist mal wieder zu früh. Perfekte Bedingungen. Schönes Waldgebiet. Richtig schön. Trocken, vergleichsweise trocken. Abgelegen. Sehr schön. Das ist jetzt hier der Kreuzungspunkt. Musst du dann da lang oder wie? Ne, ich glaube, ich muss da lang. Warte mal. Du musst geradeaus weiter. Ja, der schickt mich geradeaus weiter, ja. Genau, du musst geradeaus weiter, genau. Ja. Ja, Leute, der Marvin ist jetzt weg. Der ist jetzt gerade weiter auf der Nummer 13 und ich fahre jetzt die 22 weiter und schauen wir mal, wie weit ich noch fahre. Wir sind jetzt hier in so einem kleinen Ort. Auf geht's, würde ich mal sagen. So, da sind wir wieder alleine unterwegs. Gleich sind wir auf der Sektion 22. Kurz so ein bisschen links folgen. Und hier irgendwo rechts. Genau. Yep. Sektion 22. Wir kommen. So, die Pläne für heute Abend habe ich jetzt im Inneren nochmal etwas abgeändert. Und zwar, ursprünglich hatte ich ja jetzt vor, irgendwo wieder wild zu campen und mir einen Platz zu suchen. Aber ich hatte ja fast ganz vergessen, dass mich jemand über Instagram angeschrieben hat, und zwar der Luc. Der wohnt in der Nähe von Besançon und wollte mit mir ein paar Meter mitfahren, beziehungsweise fahren mit seiner Tenere. Und hat mich zu sich eingeladen, bei ihm im Garten zu übernachten. Und der Ort, wo er wohnt, der ist nicht mehr so weit von hier entfernt. Sodass ich mich jetzt dazu entschlossen habe, dahin zu fahren. Mal schauen, ob das alles so klappt. Wir treffen uns in seinem kleinen Dorf. Quingely heißt es, glaube ich. Und ich vermute mal, das sind jetzt nochmal ungefähr so 30 Kilometer von hier, 35 Kilometer. Ich bin momentan jetzt hier auf dem TED Sektion 22 und aktuell sind das hier ganz nette kleine Straßen durch Ortschaften. Ja, und schauen wir mal. Ich soll ihm kurz vorher Bescheid sagen, dass er so 30, 40 Minuten Zeit hat, loszufahren. Ich vermute mal, dass der Treffpunkt nicht dort ist, wo er wohnt. Also schauen wir mal. Ich bin jetzt hier, glaube ich, etwas nördlich von Besançon gerade unterwegs.
wenn ich das richtig gesehen habe auf der Karte. Ah, ist das schön hier. Wunderbar. Okay, doch kleine Planänderung. Ich wollte ja eigentlich zu dem Luc fahren, Richtung Besançon. Und hatte mir diesen Ort, wo wir uns treffen wollten, markiert auf meiner Karte. Nur habe ich leider festgestellt, dass ich den Ortsnamen falsch geschrieben habe. Das bedeutet, dass der richtige Ort jetzt irgendwie 1 Stunde 20 Minuten über die Straße zu fahren ist. Und das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, jetzt sich abzuhetzen, um irgendwie über die Schnellstraßen da irgendwie zu fahren. Deswegen habe ich dem Luke jetzt gerade geschrieben, dass ich doch besser jetzt auf dem TED weiterfahre und irgendwo dann draußen übernachte und ihm dann meine Position schicke. Und eventuell können wir uns dann morgen Vormittag oder morgen früh treffen. Mal schauen. Weil ich wollte jetzt auch nicht da irgendwie so eine stressige Aktion draus machen. Irgendwie jetzt hier 150 Kilometer über die Straße hin und her fahren. Das ist mir, glaube ich, jetzt doch lieber. So, dann kann ich jetzt bald mal schon mal Ausschau halten nach einem vernünftigen Lagerplatz. Die Erfahrung sagt, wenn man zu spät anfängt zu suchen, wird es schwieriger. Ja. Sieht hier gar nicht mal so schlecht aus. Allerdings sind hier überall Kuhweiden. Ist nicht so optimal. Hinten ist doch ein Waldstück. Könnte man im Prinzip einen Angriff nehmen? Oder ist das zu nah an der Straße? Mal schauen. Upsa. Schleuder. Also hier links ist jetzt auch ein Waldstück. Da sind natürlich noch ein paar Bauern unterwegs. Müssen wir mal schauen, wie das aussieht. Ob wir hier eine gute Zufahrt finden. Wäre das schon eine coole Option. Mal schauen. Okay, das Waldstück ist nicht so ideal. Schauen wir mal da hinten. Da kommt das nächste. Ah, sehr schön hier. Einsam, einsam. Gott sei Dank hat der Boden, ist der abgetrocknet. Diese Spurrillen jetzt hart, zumindest hier auf den Feldern. Im Wald ist es noch sehr, sehr nass, wie man vorhin gesehen hat. Aber zumindest ist es jetzt hier auf den Wiesen trocken. Hier nach links. Ah, guck mal, hier war doch eine Einfahrt. So, dann erkunden wir doch mal diesen kleinen Weg hier. Das wäre schon cool, wenn es irgendwo ein bisschen trocken wäre. Aber geschützt und sonnig werde ich wahrscheinlich nicht kriegen. Es wäre schon cool, nicht in so einem sumpfigen Gebiet zu sein. Ja. Also hier ist doch schon eine Lichtung. Was ist hier? So, also ich habe jetzt mal hier diesen Platz. Der ist doch mega gut. Hier ist sogar ein bisschen Sonne auf der Lichtung. Schön. Geschützt ist es auch. Ja, und hier haben wir auch einen Platz für die Hängematte. Kein Problem, entweder da vorne oder hier. Sehr schön. Ein bisschen freiräumen. Und dann wäre das doch hier mein Platz für heute, würde ich mal sagen.
Ja, und dann kann ich heute den Abend entspannt angehen lassen. Sehr schön. So, zum Schlafplatz. So, ich denke mal. So, Freunde, das war's. So, jetzt habe ich hier schon mal mein ganzes Zeug zum Trocknen aufgehangen und endlich auch mal ein paar Sonnenstrahlen erwischt. Tarp hängt jetzt hier, kriegt noch ein bisschen Sonne ab, vor Regen gesichert. Ja, das sieht doch gut aus. Klamotten auch. Tja, jetzt erstmal was essen, würde ich sagen. So, kurzes Update hier von Tag Nummer 5. Ich bin jetzt hier abends in ein Waldstück gefahren. Das habt ihr ja gerade gesehen. Ich habe jetzt mein Lager aufgebaut. Ist total schönes Wetter. Die Sonne ist noch ein bisschen draußen. Meine Klamotten trocknen so ein bisschen. Und ich habe mir jetzt hier einen Teekessel genommen und habe mir ein paar Tortellini gekocht und noch ein bisschen Pesto. Und das will ich jetzt gleich essen. Ein bisschen Cola. Ja. Heute war es echt ganz cool. Also wir sind zwar nicht allzu lange gefahren, muss ich sagen, ich und der Marvin, den Rest noch von der Sektion 13 und haben uns dann quasi am Kreuzungspunkt zur Sektion Nummer 22 getrennt. Und der Marvin ist jetzt weiter Richtung Basel gefahren. Der ist wohl auch schon relativ weit gekommen, hat er mir gerade geschickt. Es war viel Straße. Ja, die Sektion 13, der letzte Teil, den ich jetzt noch gefahren bin, da war auch relativ viel Asphalt, aber trotzdem super, super schön. Tolle kleine Orte, Felder, astrein. Ja, und die Sektion 22, die ich jetzt gerade gefahren bin, das waren vielleicht 20, 30 Kilometer. Auch hauptsächlich Asphalt, so ein paar Feldwege, ein bisschen durch den Wald. Ist aber auch ganz schön. So ein entspannter Abend. Und ja, schauen wir mal, wie es morgen weitergeht. Und es geht weiter Richtung Süden. Bis morgen.